Salve Freunde! Heute könnte es ein bisschen länger dauern, also macht es euch gemütlich, legt die Füße hoch, holt euch ein paar Träubchen, macht euch eine schöne Flasche Rotwein auf. Heute geht es ins alte Rom zu Electimus. Ja, und das ist eine Marke, die mir in letzter Zeit relativ oft über den Weg gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, na das müssen wir uns mal mit einem kritischen Blick angucken. Ist das hier wirklich der neue heiße Scheiß oder ist das am Ende alter Wein in neuen Schläuchen oder, um es sozusagen, des Kaisers neue Kleider? Wir finden es jetzt raus und damit sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es wirklich echt grenzwertig. Es ist jetzt der dritte Versuch, weil Bob, der Baumeister da drüben, halt auch in der Mittagszeit die ganze Zeit den Bohrer ansetzt und ich jetzt zum dritten Mal mit diesem Video anfange. Ich nerv euch nicht weiter mit den Details, ihr könnt es euch vorstellen. Wir reden jetzt über Electimus. Wir müssen auch ein bisschen Meta machen, denn diese Marke offeriert uns hier nicht weniger als 20 Düfte in diesem Discovery Set. Und das ist ein ganz schöner Gewaltmarsch, den wir vor uns haben. Das sind noch lange nicht alle Düfte. Da kommt jetzt auch bald erst noch mal ein neuer raus. Also womit haben wir es zu tun? Wir haben es mit einer Marke zu tun aus London, die sich jetzt hier das alte Rom quasi als geschichtlichen Überbau für ihre Marke ausgesucht haben. Das ist in der Art verwunderlich, als das doch gerade Britannia 400 Jahre unter römischer Besatzung stand. Ja, da sind die Legionäre gekommen, haben gesagt, so jetzt ist hier Schluss mit Fish and Chips, das ist jetzt unser Land. Und dass man das jetzt so ein bisschen abkultet, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich braucht man das. Argos macht irgendwie das alte Griechenland, die machen jetzt hier das alte Rom und Mind Games macht Schach. Und diese Marken zeichnen sich ja alle durch das gleiche Vorgehen aus. Ja, man hat wahnsinnig viele Düfte. Hier ist, glaube ich, der erste 2015 rausgekommen und im gleichen Jahr direkt 11 Düfte hinterhergejagt. Also da ist jetzt nicht individuell für die Marke das irgendwie alles gemacht worden, sondern da ist man halt zu Parfümeuren gegangen, auch zu sehr guten Parfümeuren tatsächlich, muss man schon sagen, und hat gesagt, komm Brudi, mach die Schublade auf, was hast denn da drin? Dann hat man sich diese, ich sag jetzt mal, ja, pompösen Flakons ausgesucht da, ne? Alles sieht ja aus so ein bisschen von römischer Architektur beeinflusst und so, alles sehr schwer, sehr wertig. Da hat man sich Electimus genannt, was lateinisch ist für das Beste wählen und vertreibt auch hier nur Extrait de Parfum, ne? Also alles 25 bis 30% in Duftölkonzentration und nur die erlesensten Inhaltsstoffe sollen uns hier feilgeboten werden und wir legen direkt los, denn ich sage euch Leute, wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst kriegen wir es gar nicht hin. Bei 20 Düften und der ständigen Gefahr, durch Baulärm im Video gestört zu werden, müssen wir den Streitwagen anwerfen und mal ein bisschen Gas geben. So, der erste Duft ist der Amber Aquilaria. Ne? Man hat sich übrigens hier auch nicht die Mühe gemacht, irgendwie groß Geschichten zu den Düften zu erzählen. Mind Games hat das ja noch gemacht, da steht ja immer noch so ein halber Roman. Das macht man hier nicht. Und der erste ist ein Julien Rasquinet-Duft. Würzig, holzig, fruchtig, irgendwo dazwischen mit Zimt, Pfirsich, Mandarine, Bergamot, Rosengeranie, Cognac, aha, also was Busi-mäßiges. Ich habe es übrigens im Maul, ist richtig gut, also ein bisschen Alkohol nehme ich sowieso immer zu mir, weil ich das Zeug ja immer irgendwie einatme, warum auch immer. Jasmin, Neroli, Rose, wird nicht besser, schmeckt nicht schön. Ambra, Bourbon, Vanille, Oud und Sandelholz. Und ich kann euch sagen, Oud rieche ich hier nicht raus, am ehesten vielleicht noch so ein bisschen den Zimt. Und ja, Pfirsich, na, ist eher was Zitrisches, ne? Also eher so ein bisschen zitrisch-würzig im Opening. Und dann kommt auch schon so dieses bisschen Oldschoolige vom Neroli durch, muss man sagen. Finde ich jetzt keinen schlechten Duft, ist aber auch kein Banger, ne? Also von daher kann man machen, muss man nicht. Aber wir gucken uns die alle nochmal an. Ihr kennt das ja, ich lege die jetzt hier hin, weil sonst schreiben mir die Leute wieder in die Kommentare, ja, hier Papier ist keine Haut und das ist nur die Kopfnote und so. Und nicht falsch verstehen, das ist alles richtig, das ist komplett richtig. Aber anders können wir es gerade nicht machen. Deswegen, wir gehen die nachher nochmal alle durch, wir gucken uns die nochmal alle im Detail an und geben denen ein bisschen Zeit. Ja, die können hier noch ein bisschen vor sich hin reifen und dann schauen wir mal. Es gibt sechs Kollektionen bei Electimus. Einmal Emperor, dann gibt es Eternal, dann gibt es Explorer, Lustrous, Nero und die dritte habe ich vergessen, sechste habe ich vergessen, kommen wir aber gleich zu. Das habe ich mir hier irgendwo auch aufgeschrieben. Wenn es historische Fakten gibt, wie gesagt, sie erzählen zu den Düften nichts, dann ergänzt sich das hier auf der Tonspur. Ihr kennt das ja. Huch, daneben gespult. So, der nächste, ich kenne die übrigens alle noch nicht, überrasche ich mich hier heute mal selber. Ui, das ist der Aquila, diesmal Aquila, nicht Aquilaria, sondern Aquila Absolu. Und der hat Himbeer, Guatemala-Kardamom, türkisches Rosenabsolü, ägyptisches Rosengeranie, ägyptisches Veilchenblatt Absolü, Patchouli, weißes Oud, Labdanum, Ledernoten. Naja, weißes Oud, ne, das ist auch immer so ein, weiß nicht, was das sein soll. Hab das mal gegoogelt, angeblich gibt es auch weißes Oud. Ich glaube, das ist einfach so ein, klingt schön. Ich hätte jetzt bei den Noten, gerade so mit Leder, Himbeer und so, vielleicht an so ein bisschen Tuscan Leather-artigen Duft gedacht, haben wir hier aber nicht. Tatsächlich hat er so ein bisschen so eine Erdnussnote. Gefällt mir auch gar nicht so gut bis jetzt. Finde ich komisch, weil es auch ein Julien Rasquinet-Duft, wie der erste ja auch. Und
Und normalerweise bin ich dem Herrn Rasquinet immer sehr zugetan, was so seine Duftkreationen angeht. Ne? Nee, also, der ist jetzt hier aus dieser Lustrous-Serie, hat so einen blauen Flakon und Himbeere habe ich gar nicht. Also am ehesten noch so ein bisschen Rose, ein bisschen Kardamom. Ja. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier wirklich alles so unique ist, weil das ist ja immer so ein bisschen das Versprechen. Und ich habe bei solchen Marken immer das Gefühl, dass die sich eigentlich eher an so bekannten DNAs abarbeiten, als dass die jetzt wirklich das Rad neu erfinden. Falls ihr euch fragt, was ich hier mache, ich kriege das Ding hier nicht rein und nicht raus. Das ist wirklich qualitativ gut, sitzt sehr fest. So, den nächsten Duft, den wir haben, ist jetzt der Aurora. So, ne? Und bei Aurora, das weiß man, das ist ja die Göttin der Morgenröte. Ja, schauen wir mal, ob uns das hier auch olfaktorisch erwartet. Oud, Kardamom, Safran, Gewürznelke, Rose, Patchouli, Sandelholz, weißer Moschus, Ambra. Oud, Safran, Rose ist eine bekannte Komposition. Hier ist sie, geht so gut umgesetzt. Also super penetrant, gleich im Opening ziemlich streng. Und mir gibt das persönlich so ein Haarspray-Vibe. Das finde ich nicht so gut. Der Safran ist hier zumindest in der Kopfnote deutlich überdosiert. Der brennt regelrecht in meiner Nase. Nee, bisschen Rose, ja, aber also wenn ihr so ein Rose-Oud-Ding wollt mit Safran, würde ich den Aurora vielleicht nicht nehmen. Was der jetzt mit Morgenröte zu tun hat, I don't know. Wie gesagt, falls ihr euch fragt, was gibt der Typ hier so Gas heute, ne? Wie im Streitwagen, das liegt einfach daran, dass wir dass wir uns beeilen müssen, dass wir einfach ein bisschen Gas geben müssen. 20 Düfte ist viel. Der nächste heißt Auster und mal gucken, ob er nach Auster riecht. Ich weiß es nicht. Also hier steht zumindest schon mal Zitrone, Sternanis, Rosengeranie, Gewürznelke, bisschen Oh, das ist ja furchtbar. Nee. Also Freunde, das, jetzt kommt das wieder so rüber, als würde ich jetzt hier alle Düfte schlecht machen. Ne? Das ist nicht mein Plan, ist auch nicht das Ziel. Aber der Auster, also Sternanis, Zitrone mit dieser Gewürznelke, ui. Nee, Leute, Alter, das riecht wirklich so wie dieses Zeug, womit man so ganz hartnäckigen Kalk wegbekommt. Uiuiuiui, schnell weiter, schnell weiter. So, zum Kaviar. Ja, das ist der frische Teststreifen. Ist ja auch alles so eng, dass ich da vorne und hinten nicht zurechtkomme. So Black Kaviar, ne, ist ja klar. Drunter macht man es nicht. Die Römer waren ja dekadent. Ob die jetzt Kaviar gegessen haben, weiß ich nicht. Aber die haben ja bekanntermaßen, das kennt man ja aus diesen Erzählungen, die haben sich ja immer so überfressen. Ne? Die haben dann da zusammengesessen und ordentlich reingehauen. Dann haben die so Finger in den Hals und dann ging es weiter. Heiter weiter. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Duft, der angeblich Kaviar in der Kopfnote hat. Das insinuierte der Name ja auch schon. Zedernholz, Oud, in allen Düften ist hier scheinbar Oud drin. Ne? Lavendel, Salbei, Rosmarin, Patchouli, Eichenmoos, Vetiver. Und was soll ich euch sagen? Der sitzt so zwischen zwischen so einem sehr salzigen Duft. Könnte so ein bisschen so eine Aqua di Sale Richtung gehen. Und witzigerweise so Lavendel, Salbei habe ich gar nicht so stark, sondern eher so eine Minz-Eukalyptus-Note. Ich finde den nicht so sehr aquatisch, es ist eher so ein salziges, minziges Ding. Finde ich aber nicht schlecht. Also so für den Sommer, frisch, Eichenmoos gibt ihm so ein bisschen, so eine leichte Chypre-Basis, aber ist natürlich keiner. Ne? Also hier haben wir gar keine Zitrik. Lavendel, Salbei, Rosmarin eher so ein bisschen würzig. Finde ich ganz gut. Also finde ich schon mal, können wir hier mal hinlegen. Der Black Caviar so als frisches Lüftchen im alten Rom durchaus eine Empfehlung. So, ich sage euch ja, ne, diese Boxen hier, also was die Verarbeitungsqualität angeht, top. Was das Rauskriegen der Düfte angeht, nicht so top. Egal. Der nächste ist der Kapur. Kapur kann man ein bisschen was zu erzählen. Wie gesagt, sie schreiben nichts, aber ihr habt ja mich. Kapur ist der Geburtsort des Gladiatorenaufstandes. Denn da gab es auch so eine große Gladiatorenschule und es war so unmenschlich und schrecklich alles, dass die Gladiatoren irgendwann gesagt haben, Freunde, jetzt ist Feierabend, jetzt gehen wir hier auf die Barrikaden. Haben wir keinen Bock mehr, uns hier zur Belustigung des Volks irgendwie die Arme abhacken zu lassen. Man muss wissen, das sind ja Sklaven gewesen. Ne? Also, und dann habe ich mal erzählt, als wir über den Rudis gesprochen haben. Ne? Dann haben die da gekämpft und dann hat irgendwie der Kaiser so gemacht oder so. Und dann, wenn man das da alles kaputt gehauen hat, was dann da rumlief, so dann war man frei. Kapur. Soll ich euch mal was sagen? Zypresse, Elemiharz, madagaskische Tagetes, Studentenblume. Also Tagetes ist die Studentenblume,
Sizilianische Bergamot Nagamota, ich glaube, das ist das gleiche wie Zypriol. So was Rauchiges. Kreuzkümmel, Zeder, Kaschmirholz, Amber, noch mehr Zeder und Java Vetiver von Christian Provenzano. Und wisst ihr, was das ist? Das ist, wie wenn man so eine Tüte Flips aufmacht. Und das habe ich schon mal zu einem Duft gesagt. Und genauso riecht er. Das ist für mich, ich würde fast sagen, eine Kopie. Ja, eine fast 1:1 Kopie vom Bucanera, von Orto Parisi. Und da kann ich euch sagen, würde ich dann eher den Bucanera nehmen. Ist trotzdem kein schlechter Duft, also versteht mich nicht falsch. Der Capua, der Gladiatorenaufstand hier ist super, gefällt mir gut, aber ist halt nicht neu. So, der nächste ist Celestial. Celestial. Ich glaube, das spricht man so aus, ne? Weiß ich nicht so richtig römisch, aber weiß ich nicht, hier trifft ja Britannien auf. Romagna ist ja auch egal. Und das ist, glaube ich, das bedeutet so viel übersetzt wie himmlisch. Ein himmlischer Duft, der uns hier wohl erwartet. Safran, schwarzer Pfeffer, Himbeere. Oh Gott. Nee, das ist ein reiner Rosenduft und damit habe ich insgesamt so meine Probleme. Es gibt ein paar, die ich mag. Zum Beispiel diesen Portrait of a Lady hatten wir auch schon. Aber hier bulgarische Rose, türkische Rose, indische Rosen, Absolu. Nee, das ist Rose, Rose, Rose plus ein bisschen Safran, Pfeffer, Himbeere. Ja, es hat so was Würziges. Ob es eine Himbeere ist, sag immer, man riecht nur, was man weiß. Ne? Also würde da jetzt Erdbeere stehen, würde es wahrscheinlich die riechen. Ich rieche sie gar nicht. Celestial, auch wieder aus der Lustrous-Reihe. Können wir direkt skippen. Der gefällt mir nicht so gut. Aber wie gesagt, wir riechen sie nachher nochmal. Wir geben denen immer eine zweite Chance. Wir sind ja hier fair. So. Der nächste ist der Cupid's Kiss. Und auch da muss man wissen, Cupid oder der Cupido ist der Amor. Und Amor ist ja der Gott der Liebe und der schießt den Leuten bekanntermaßen ins Herz. Oh ja, und ehrlich gesagt haben wir wieder einen Julien Rasquinet Duft. Ihr seht mich positiv überrascht, weil der pudrig-ledrig ist. Und das ist eine Kombination, hat man selten. Rosa Pfeffer, CO2, Bergamot, Iris Risinoid, Balkan Immortel Absolu, also Strohblume, Labdanum Oud, Wildleder und neu-kaledonisches Sandelholz. Das ist sehr klein, die Schrift hier. Meine Augen, ne? Ihr kennt's. Der ist gut. Das ist auch relativ originell. Man kennt ja so fruchtiges Leder oder man kennt so knarzig, rauchiges Leder. Hier haben wir jetzt pudriges Leder. Und das hat nicht ganz so eine Lipstick-Note, also ist jetzt nicht so Dior Homme Intense, aber es geht schon in die Richtung. Und hier hat man halt statt Ambrett dann diese Ledernoten. Also der Amor erreicht mich sehr gut. Cupido. Gibt es ja auch diese App, ne? Okay Cupid. Soll witzig sein wegen Okay Stupid, ne? Aber naja, komm, ist egal. So, als nächstes haben wir den Gladiator Oud. Da erwarte ich mir nichts weniger, als dass das Ding einem ordentlich auf die Mappe klopft. Bei Oud, also hier ist, glaube ich, in allen Düften immer Oud drin. Ne? Hatten wir einen Duft bis jetzt ohne Oud? Ich weiß es gar nicht. Aber dann kann man immer den Preis höher machen. Das ist mein Problem mit Electimus. Ich finde die sehr teuer. Ui. Kreuzkümmel, Safran, Heu Absolu, Honig. Balkan Immortel Absolu, ägyptische Rosengeranie, indonesisches Patchouli, Ambra, Oud, Atlas Theta, hatianisches Vetiver, Julien Rasquinet. Hat was Animalisches, muss ich sagen. Ist wirklich so. Ich habe ihn schon wieder auf der Zunge, aber diese Kreuzkümmel-Safran-Kombo, der Honig ist tatsächlich auch subtil da, gibt so eine Süße, menschelt aber. Also von daher, das ist wirklich ein Duft, den legen wir mal vorsichtig hier hin. Ich will da noch gar nicht groß was zu sagen. Das Opening finde ich zumindest spannend. Ob der besser wird oder schlechter, wenn wir nachher rausfinden, würde ich erstmal sagen, der ist auch aus dieser Emperor-Serie. Also der ist auch zumindest spannend. Also diese Kreuzkümmel, Heu, Honig, Safran, Oud kennen wir alles, aber hier hat man dann doch noch mal ein bisschen sich was Neueres überlegt. So, als nächstes haben wir den Imperium aus der Eternal-Kollektion. Und hier haben wir einen Duft von, ich muss jetzt mal gucken, Sophia Badelli und der kommt mit Koriander, Bergamot, Lilie, Tuberose, Rose, Jasmin, Neroli, Safran, also sehr blumig in der Herznote, Bourbon, Vanille, Moschus, Amber, Patchouli, Guayacolz, Oud. Ich sag ja, ohne Oud geht hier gar nichts. So, Freunde, der Imperium. Da brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Imperium, römisches Imperium, ist klar. Ne? Süß, frisch und tatsächlich ist der süß frisch. Ich muss sagen, ich finde den gar nicht schlecht. Das ist irgendwie, ich meine, es ist jetzt auch nicht neu, ne? Also vielleicht ein bisschen zu süß. Ist ein bisschen sehr auf der süßen Seite. Tuberose, Rose, beides hält sich hier zurück.
ich will nicht sagen Eisbonbon, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Doch, ist aber ganz schön. Hätte ich nicht gedacht. Also gerade so bei den Noten hätte ich jetzt gedacht, das ist erstmal nichts für mich, ist aber ein ganz nettes Ding. Wir gehen, wie gesagt, am Ende nochmal durch und dann machen wir auch mal so eine Auswahl, dann gucken wir mal, welches meine Favoriten sind. Also als nächstes haben wir den Mercurial Kashmir. Also Merkur ist ja, glaube ich, auch irgendwie nicht nur ein Planet, sondern auch eine Gottheit. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ne? Hermes ist ja der Paketbote. Versteht ihr? Oh, das ist jetzt hier ein richtiger Tuberose-Duft. Madagaskischer, rosa Pfeffer, italienische Bergamot, Kardamom, Tuberose, Iris, Veilchen, Ambra. Karamell, Moschus, Kaschmirholz, Tonkabohne, Vanille, Virginia, Zedar, Oud. Ey, das Oud, das müssen wir mal an der Stelle konstatieren, das nervt mich. Weil das riechst du in, ich sag jetzt mal, den meisten Düften nicht. Der Gladiator Oud, ja. Hier, weiß ich nicht. Also gut, vielleicht nach Stunden, aber der gefällt mir auch richtig gut. Ich mag Tuberose, das geht mit dem Karamell ganz, ganz fein zusammen. Kardamom, Iris, gibt sowas Pudriges. Schön. Das ist auch sowas in der Art, würde ich sagen, alle haben sowas, was einem ein bisschen bekannt vorkommt, aber hier ist das nicht störend, das ist okay. Ja, doch, Mercurial Kashmir kann man machen. So, weiter geht's, Freunde. Patchouli of the Underworld. Na gut, jetzt geht es hier wahrscheinlich dann in den Hades, wobei nee, der Hades ist ja auch griechisch, ne? Ist ja gar nicht römisch. Aber gut, da steht ja auch nicht Hades, das habe ich ja jetzt gesagt, ist egal. Patchouli of the Underworld, so, was kann das Teil hier jetzt? Zistrose, wahrscheinlich was Rauchiges, rosa Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Bergamot, Mandarine, Patchouli, Hölzer. Welche sagen sie nicht? Stechwacholder, Birke, Gartennelke, Mate, Absolü, Gibergeil, Labdanum, Styrax. Cool, liest sich gut. Riecht auch gut. Aber hier muss ich sagen, das gibt mir so ein bisschen, das geht eher in so eine Richtung von so einem, wir haben hier mal über diesen Rule of 72 von 2787 gesprochen. So ein bisschen rauchig, ledriges Zeug. Ich finde den eher ledrig. Also Patchouli habe ich hier ehrlich gesagt so gar nicht. Ah, jetzt kommt Bob der Baumeister. Ich hoffe, man hört das nicht zu doll auf dem Video, weil das sind wirklich, also, wie gesagt, hier gibt es auch keine Mittagsruhe. Es geht morgens um 7 los und dann wird bis 19 Uhr durchgebohrt. Da müssen die Rohre getauscht werden. Ist ja auch wichtig, klar. Da muss man Verständnis haben. Gerade bei den Mietpreisen in Hamburg, da muss man Verständnis haben. Ist ja auch nur 2 Monate, was ungefähr ein Sechstel des Jahres ist. Und das passiert dann 3-mal im Jahr. Also die 3 Monate, 4 Monate, die man hier Kracher tragen muss, ja halb so wild. So, wir lassen uns nicht stören. Wir ereifern uns nicht. Wir melden keine Mietminderung an, auf gar keinen Fall. Persephones Patchouli. Das ist jetzt quasi das Gegenstück. Genau, Consort. Consort heißt diese Kollektion, wo der drin ist. Und der Patchouli of the Underworld auch. Das ist jetzt das weibliche Gegenstück und Persephone ist, glaube ich, auch irgendwie Göttin der Fruchtbarkeit, aber auch irgendwo in der Unterwelt, also ne, auch da, aber das weiß ich sicher, Persephone ist griechisch. Ach, die nehmen es hier nicht so ernst, ne? Electimus, London in Griechenland, alles völlig normal. So. Guatemala, Kardamom, Pflaume, Granatapfel, Patchouli, ägyptischer Jasmin, bulgarische Rose, Honig, Sandelholz, Kaffee, funktioniert in Düften meiner Meinung nach nie, Ambra, Zedernholz und das Ganze hat gemacht Christian Provenzano. Und das gefällt mir nicht. Wenig überraschend. Also hier der Guatemala, Kardamom, Pflaume, Granatapfel. Das sind also gerade bei Granatapfel, Pflaume, das entweder ist es gut oder scheiße und hier und dann auch mit Kaffee. Erinnert mich an den Drunken Saffron von Born to Stand Out. Hier ist zwar kein Safran drin, aber der hat auch so eine Kompostnote. Nee. Also ja, vielleicht in der Unterwelt riecht es so, aber wenn das die Persephone, also die Fruchtbarkeitsgöttin da, naja. Muss einem ja nicht gefallen. Ist ja nicht so schlimm. Der davor war ja ganz gut. So, Puritas. Ja, da wird es jetzt hier wahrscheinlich, weiß nicht, Puritas, das was mit Purismus zu tun hat? Ich weiß es nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir hier einen harzig-würzigen Duft. Oh, da ist sehr viel. Elemi-Harz, Weihrauch, rosa Pfeffer, Absinth, noch Weihrauchharz, ägyptischer Jasmin, indisches Tuberose, Absolü. Dann irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Müsst ihr selber gucken. Rose, Rosengeranie, Safran, Guayacolz, Labdanum, Patchouli, Tonkabohne, Amber, Vetiver. Und ich muss sagen, bin ich auch nicht von angetan. Liegt, glaube ich, an dieser Absinthnote. Die addiert so ein bisschen was Metallisches. Und normalerweise so Weihrauch, gerade bei Soccinelli, wenn es so kirchlicher Weihrauch wird, bin ich ja Fan. Aber hier, vielleicht ist das auch die Mischung mit dieser Jasmin-Tuberose. Eigentlich finde ich ja Jasmin-Tuberose auch gut. Aber diese Mischung mit Absinth und Elemi-Harz,
lässt mich ein wenig ratlos zurück. Können wir uns gleich nochmal angucken, weiß ich nicht. Vielleicht wird es besser so. Aber Puritas erstmal ein Fragezeichen dran. So, jetzt haben wir den Rodante. Mir schwant Böses, wenn ich schon sehe, bulgarische Rosen Absolu. Rodante ist, glaube ich, auch irgend so ein Gänseblümchen. Keine Ahnung, was das damit zu tun haben soll. Egal, holzig, würzig, schauen wir mal. So. Birne, Bergamott, Gewürznelke, Zitrone, bulgarische Rosen Absolu, Himbeere, rosa Pfeffer, Rosengeranie, Safran, schwarzer Tee. Immer spannend, Veilchen, Patchouli, Vanille, weißer Moschus, Amber, Oud und Zeder. Und der gefällt mir auch nicht. Und das liegt aber jetzt wirklich nicht am Duft. Wenn ihr Oldschool-Rose mögt, gerade das bisschen mit dieser cremigen Rose und solche Geschichten, ne, so ein bisschen aufgeladen mit Pfeffer, Safran, dann kann das was sein. Ich finde den einfach zu rosig, zu oldschool, zu altbacken, zu schwer, drückt mir auf die Nase, will ich nicht. So, jetzt haben wir den Silvanus. Oh, da habe ich extra nachgeguckt, ne, für euch, Freunde. Ich schreibe mir ja sowas oft raus. Es wird abgeleitet von dem Wort Silva, also Wald und Holz. Ja, weil ich sage ja, wie gesagt, also das habe ich jetzt hier selbst eruiert, weil das steht auf der Seite nicht. Dem lateinischen Wort Silvester, was übrigens wild und nicht kultiviert bedeutet. Übrigens eine Sache, wo ich denke, ja, das passt ja. Wenn man sich Silvester in Berlin so anguckt, dann ist das wild und nicht kultiviert. Oder dem Wort Silvicola, waldbewohnend. Oder Silvaticus, von Wäldern oder Gestrüpp. Und es wird so ein bisschen, ist das der Pan, das ist so der Waldbewohner da. So, also der Silvanus. Haben wir das auch schon mal geklärt. Hier haben wir Gewürznelke, Safran, Oud. Haben wir ja wieder eine unbekannte Kombi. Ich hab's im Maul, geil. Maiglöckchen, Sandelholz, Rosenholz, Zedernholz, weißer Moschus, Ambra. Und hier ist die Safrannote, die Nelkennote, super präsent, mir ein bisschen zu doll, nicht so gut ausbalanciert. Maiglöckchen gibt so eine Strenge, kann schön sein. Ne? Maiglöckchen, so Düfte, manchmal wie so ein grauer Hosenanzug. Ne? Komisches Bild, aber ist mir gerade so eingefallen. Ja, aber dieses Safran-Oud habe ich zu oft gerochen. Vielleicht wird das besser. Also das Ding ist, ich hätte bei dem eher auf so einen grünen Duft getippt. Das ist das, was ich meine. Also wofür geben die denn diese Namen? Also wenn doch der Silvanus, wenn das der Pan ist, ne, wenn das der Typ ist, der da den ganzen Tag im Wald rumfährt, ne, mit seinem, was weiß ich was, dann warum riecht es denn dann nicht waldig? Das lag doch da wie ein Elfmeter. Und dann schießt man daneben. Auch blöde. Na gut. So, jetzt haben wir den Spice Danot. Ich weiß auch nicht, ob man den Spice Danot ausspricht. Ich finde insgesamt, also wenn das jetzt Englisch ist, Spice, Gewürz, dann müsste es ja, aber dann de Arnaud, also Arnaud ist ja so ein Fluss. Fließt auch durch Florence übrigens. Könnt ihr mal gucken. Wait a minute. Florence. Fließt auch durch Florenz. Könnt ihr mal gucken. Also hier ist immer der Italienbezug mit drin. Orangenblüte, Vanille, Kaschmiran, Elemiharz, Gouyon-Balsam. Dann haben wir Myrrhe, Bergamott, Iris, Kardamom, Kleie, Absolu, Leder, Oud, rosa Pfeffer, Safran, Thymian, Weihrauch, Zistrosen, Absolu, Zitrone. Ja, den finde ich ganz schön. Fällt so ein bisschen in die Kategorie, so ein bisschen wie der allererste. Bin ich so ein bisschen indifferent. Weil ich hauptsächlich so ein bisschen dieses Weihrauch-Myrrhe Vanille-Ding habe und auch hier ist diese Safrannote stark. Oder meine Nase ist jetzt kaputt. Aber gut, so viel haben wir ja auch gar nicht mehr. Ja gut, schauen wir uns gleich nochmal an. So, Trajan. Trajan ist, das weiß ich, ist auch ein römischer Kaiser gewesen und sogar der beste Kaiser. Der beste Herrscher, irgendwie sowas war das, Trajan. Ne? Gucken wir mal, ob das hier auch der beste Duft ist. Oh ja. Oder warte mal. Nee, doch. Witzig, weil von den Noten hätte ich auf was anderes getippt. Blutorange, Bergamott, Mandarine, Zitrone, also Zitrus. Dann Safran. Das ist auch in allen Düften Safran. Hier ist übrigens kein Oud drin. Lavendel, Salbei, Ambra, Zedernholz, Eichenmus. Und wisst ihr, woran der mich erinnert? Der erinnert mich ein bisschen an den Aqua e Zucchero. Das ist so ein Zuckerwatteduft. Das ist ein ganz süßer, der Trajan. Ja. Doch, der ist ganz schön. Safran riecht man hier auch raus. Lavendel habe ich noch nicht, aber irgendwas ganz Süßes ist da drin, was hier nicht gelistet ist. Finde ich aber nicht schlecht. Kann man mal machen. Trajan, also auch ein guter. So, jetzt haben wir hier als nächstes den Vanilla Edesia. Da kann ich auch nicht sagen, was Edesia ist.
Klingt wie ein Möbelhaus. Ist aber auch scheißegal. So. Heliotrop, Bittermandel, rosa Pfeffer, CO2. Das ist so ein richtig überladener Duft. Der ist von Cécile Sarokian. Und das ist auch die den Silver Oud von Amouage gemacht hat. Ich erwarte mir einen Vanilleduft vom Namen. Ne? Rosa Pfeffer, CO2, Weihrauch, Bergamot, Mandarine. Es ist eine Wahnsinnsliste. Cremige Noten, Ylang Ylang. Cremige Noten, was soll es sein? Ylang Ylang zeichnet immer so ein bisschen weich zeichnen. Macht das Ganze so ein bisschen die Ecken und Kanten weg. Französische Centifolia Absolue, also hier die 100-blättrige Rose, Kreuzkümmel, Ceylon-Zimt, Gouyenbalsam, Koriander, Bourbon, Vanille Absolue, weißer Moschus, Gourmand-Noten, Amberhölzer, Zypriol, Haitianisches, Vetiver, Patchouli, Sandelholz, Virginia Cedar, Ledernoten. Und der gefällt mir ganz gut. Das ist so ein bisschen so eine hölzerne, dreckige Vanille. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie den so ein bisschen angegrünt hätten noch. Hier mit dem Zimt, wie gesagt, und diesen Gourmand-Noten wird es dann... Aber ist nicht schlecht. Also es ist ein Vanilleduft, aber ne, die meisten, gerade auch so Bittermandel, kann ja auch so ein bisschen kirschig werden, das wird er hier gar nicht. Und der kriegt auch so ein bisschen, also wer den Vanilla Sex kennt von Tom Ford, der riecht hier nicht gleich, keine Sorge, aber der hat ja sowas Menschendes. Und das hat der auch. Der hat so ein bisschen Dirty Vanille. So, jetzt kommt der letzte. Das ist der Wixere. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das heißt irgendwie zu leben oder gelebt zu haben oder sowas. Ich kann kein Latein, aber ich weiß, dass immer das ist irgendwie, glaube ich, so irgendwas mit Leben heißt das. Wer das genau wissen will, soll Latein lernen. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin ja hier, ist ja keine Uni. Immer noch scheiß Parfüm-YouTube. So, Wixere, Alter. Grapefruit, Neroli, Ylang Ylang, Bergamot, Mandarine, Heliotrop. Heliotrop immer so ein bisschen vanillig. Jasmin, Sambac. Jasmin, Sambac immer so ein bisschen animalischerer, indolischerer Jasmin. Veilchen, Gardenie, Iris. Sandelholz, Amber, Moschus, Patchouli, Tonkabohne, Vanille. Und auch hier muss ich sagen, der gibt mir auch so ein bisschen solche Nasomato-Vibes. Bisschen animalisch vielleicht sogar. Ja, doch. Aber nicht schlecht. Allerdings ist der sehr blumig und auch so ein bisschen oldschoolig. Ylang Ylang, Neroli deutet das ja auch schon an. Gardenie. Was Pudriges rieche ich jetzt noch nicht raus, aber blumig, süß, schön, aber eher auf der frischen Seite. Also durch diese Zitrik im Opening ist das jetzt nicht so ein platter, süßblumiger Duft. Nee. So, Freunde, das war's. Aber, was heißt das war's? Jetzt fangen wir ja erst richtig an, denn jetzt gucken wir uns die ganzen Dinger nochmal von vorne an. Kleines Zwischenfazit. Bis jetzt, ich bin so... Also meine Erwartungen wurden so teilerfüllt. Ne? Also ich glaube, dass diese Düfte alles Rad nicht neu erfinden und dass die auch jetzt nicht alle für Electimus gemacht wurden, sondern dass man, wie gesagt, dahingegangen ist, gesagt hat, komm Bro, was hast denn da? Aber man hat da teilweise ganz spannende Kompositionen ausgewählt. Manche sind nix, manche haben mich positiv überrascht. Einer davon ist sogar richtig gut. Zumindest in der ersten Runde jetzt gewesen. Also wir gehen nochmal durch, wir hatten hier den Amber Aquilaria. Das war dieser mit Gewürznelke, Gewürznelke sag ich schon, mit Zimt, Pfirsich, Cognac und dem ganzen Quatsch. Und hier ist der Pfirsich jetzt deutlich prominenter geworden. Immer noch sehr zitrisch, Cognac-Noten kann ich da jetzt nicht rausriechen. Auch kein Oud. Also der bleibt für mich so ein bisschen bei diesem würzig-fruchtigen Opening stehen. Ist auch ein Papierstreifen. Ist im Mittelfeld. Ne? Also haut mir jetzt nicht den Lorbeerkranz vom Kopf, aber ich will da jetzt auch nicht irgendwie die Beine in die Hand nehmen. Der Aquila Absolu ein bisschen besser geworden, die Rose hat sich so ein bisschen zurückgezogen. Aber insgesamt ist der mir zu indifferent. Also wenn ich nicht wüsste, was ich hier riechen soll, würde ich da vermutlich einfach sagen, ja, der ist so ein bisschen fruchtig, bisschen würzig, bisschen holzig. Ja. Es ist ein okayes Ding. Kein Banger, wie man hier auf dem Kanal zu sagen pflegt. So, Aurora ist nach wie vor, das ist der schlechteste, wirklich. Also dieses Safran, das ist völlig übersteuert, das kannst du vergessen. Also da kommt bei mir keine Morgenröte, da mache ich mich vom Acker. So, die Auster jetzt hier nochmal. Das war der Meister Propper Duft, nee, dieser Entkalker hier. Nee, ist immer noch scheiße. Boah, nee, echt, das ist ja furchtbar, ey.
das ist, da musst du ja wirklich, will mich sofort in den Streitwagen setzen und davon preschen. Ne? Der Black Caviar, bleibe ich bei. Das ist einer, könnt ihr, wenn ihr mitschreibt, was er nicht macht, würde ich euch auch nicht empfehlen, aber könnt ihr einfach das Video nochmal gucken. Ist ja nicht so schlimm, geht ja nur über eine halbe Stunde, kann nichts passieren. Das ist ein leicht aquatisch-minziger Duft und ich finde diese Mischung aus salzigen Noten und diesem Minz, Eukalyptus, Salbei, Rosmarin, Lavendel-Ding, finde ich gut. Also hier haben wir einen Favoriten. Black Caviar ist ein guter Duft. Kann ich mir gut vorstellen, dass der gut funktioniert. Super. Dann haben wir den Capua. Ja, also das ist nach wie vor ist das eine Mischung aus Teroni und Boccanera. Also da bleibt er bei Orto Parisi, geht zum Original, kostet die Hälfte, glaube ich. Also ich meine im Endeffekt, ne, die Dinger sind ja 100 Milliliter, bei Orto Parisi sind es 50, aber das ist, ich finde diese Electimus-Dinger halt einfach wahnsinnig teuer. Da würde ich das Original nehmen, also lasst da den Gladiatorenaufstand, können die da machen, da holt ihr euch einen Orto Parisi. So, als nächstes, oh, da kommt mir doch schon hier wieder die Rose entgegen. Ja, das war dieser Celestial, der himmlische Duft mit bulgarischer Rose, türkischer Rose, indischer Rose und so weiter und so fort. Nee, ist auch nicht meins, liegt aber an der Rose, ist jetzt nichts, was ich jetzt per se gegen den Duft habe. So, Cupid's Kiss, das ist der beste. Mache ich jetzt fest. Also das, wenn ihr wirklich sagt, welcher ist der allerbeste aus dieser Reihe, dann ist das dieser Cupid's Kiss. Das ist, der ist gut. Das ist einfach, ich finde, also das Pfeffrige im Opening, dann dieses irgendwie trocken, pudrige mit dieser Strohblume, Iris und Leder. Ja. Also Cupid's Kiss ist auch geil. Kann man machen. Das ist wirklich richtig ein guter Duft. Schön. Gladiator Oud. Also, der Kreuzkümmel tut hier seinen Dienst. Der Gladiator hat schon ein bisschen geschwitzt unter der Rüstung, ne? unter den Lederplatten. Das kann man machen, der ist aber dezent animalisch. Das müsst ihr wissen. Das Oud hat schon einen starken, ich will nicht sagen, also kuhstallig ist er nicht, aber hat so ein bisschen animalischen Charakter und der Kreuzkümmel unterstreicht das nochmal. Also für die Leute, die es wirklich hart wollen, die können das machen. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, geht so. Imperium, das war hier dieser ganz schöne Koriander, Lilie, Tuberose. Mann, Alter, wonach riecht der denn? Der hat ein bisschen Basilikum, könnte das auch sein. Aber am Ende ist er mir ein bisschen zu süß. Würde ich auch hier so im Mittelfeld, ist nicht schlecht, vielleicht auf der Haut kommen auch so ein bisschen diese zitrischeren, frischen Noten ein bisschen mehr durch. Insgesamt auch kein schlechter Duft. Muss man ihnen lassen. Haben sie nicht so schlecht gemacht. So, der Mercurial Cashmere. Ja, der hat sich jetzt leider so ein bisschen... Aber immer noch nicht schlecht. Das Problem ist halt dieser Clash aus, man hat diese Tuberose, man hat Iris und dann hat man dieses Karamell. Ja, schwierige Kombi. Würde ich trotzdem sagen, auch mal testen. Ist zumindest eine Duft-DNA, die man jetzt nicht so oft riecht. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Das kann man mal machen. So, jetzt haben wir hier den Patchouli of the Underworld. Der ist deutlich an... Wir haben hier uns irgendwo vertan, da bin ich mir ganz sicher, Freunde. Ich muss es euch sagen. So leid es mir tut. Ich glaube, das ist der Patchouli of the Underworld gewesen und das hier ist der Mercurial Cashmere. Das Tuberose-Ding. Schießt nach oben. Doch, ist gut. Ich hab die Streifen vertauscht, das ist mein Fehler. Also, der Mercurial Cashmere ist gut, könnt ihr ausprobieren und der Patchouli of the Underworld ist so ein bisschen muffelig geworden. Ja. Also das ist auch nicht schlecht, aber riecht für mich nicht nach Patchouli. Gut, weiter geht's. So, jetzt haben wir hier Persephone. Ah, ja. Nee, den mag ich immer noch nicht so gerne, muss ich sagen. Das ist... Nee, lassen wir weg. Okay. Jetzt haben wir den Puritas. Elimia Weihrauch Absinth, ja. Immer noch nicht so mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir so Mühe gegeben, diese Streifen hier nicht durcheinander zu bringen. Jetzt ist es mir doch passiert. Ich könnte ausflippen. Na gut. Gut, Rodante können wir überspringen, das wissen wir ja, das ist nichts. So.
Silvanus, immer noch zu viel Safran. Maiglöckchen kann sich nicht durchsetzen, übersteuert. Spice d'Anneau kriegt jetzt ein bisschen was fettig-balsamisches, was ich ein bisschen unschön finde. Und ich nehme stark an, dass das die Myrrhe ist. Es könnte aber auch diese Zistrosenabsolü sein. Es gibt diesen Andalusian Soul von Merchant of Venice. Der riecht so ähnlich. Aber der Merchant of Venice ist günstiger. Dann hatten wir den Trajan. Der ist gut. Das ist nach wie vor so ein bisschen dieses Aqua e Zucchero-Ding. Ja, das kann man gut machen. Dann hatten wir den Vanilla Edesia. Finde ich auch immer noch schön. Ist so eine dreckige Vanille, wer da Bock drauf hat. Mal reinriechen. Und dann haben wir hier zuletzt den Vixere. Das ist dieser auch so ein bisschen blumige, Nasomato-ähnliche Grapefruit Niroli. Jasminsamen mit diesem idolischen Jasmin. Auch okay. Also gut, Leute, wir haben hier echt ein paar Empfehlungen bei. Und ein paar Totalausfälle, aber wir konzentrieren uns auf das Gute. Also, Black Caviar, irgendwie spannend, salzig, minzig. Dann haben wir den Cupid's Kiss, hier den Kuss vom Amor. Auch super mit diesem Leder-Iris-Ding. Gladiator Oud, eingeschränkt, ist schon ein bisschen animalisch witzig. Imperium war ganz schön frisch, ein bisschen zu süß. Richtige Empfehlung ist dann wieder der Mercurial Cashmere, den fand ich richtig gut. Patchouli of the Underworld, wie gesagt, ist ein Lederduft, kann man mal ausprobieren. Den Persephones Patchouli ist ein Komposthaufen, können wir auslassen. Puritas und Rodante sind auch beides nicht meins. Der Silvanus kann auch weiter im Wald machen, was er will. Der Spice d'Anneau wiederum gefiel mir ganz gut, den finde ich ganz schön. Diesen Trajan finde ich auch ganz gut, ist aber ein Zuckerwatteduft. Also insgesamt hier die letzten, ne, waren eigentlich alle ganz gut. Dieser Vanilla Edesia, wie gesagt, ein bisschen so eine dreckige, würzige Vanille. Und zuletzt diesen Vixere, der noch so ein bisschen so wie so einen angenischten, bisschen indolischen, leicht Nasomato-ähnlichen Blumenduft uns da offeriert. So, jetzt haben wir das ganze Ding hier durchgearbeitet. Inwiefern das jetzt hier wirklich irgendwie was mit Rom zu tun hat, ich weiß es nicht. Es ist aber auch egal. Denn am Ende, was kriegt er hier? Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr, wie gesagt, ein paar Düfte von denen gerne mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht eine Marke, wo ich sage, da ist wirklich alles irgendwie nur Marketing und Quatsch. Ja, man zahlt bestimmt einen Aufpreis, weil diese Flakons halt super schwer sind und super, ja, ich meine, ist ja klar, ne? Wenn du da in China irgendwie 1000 Dinger bestellst, die alle gleich aussehen, aber hier, die werden ja extra für hier Electimus wahrscheinlich da gebaut. Ne? Also bei solchen Sachen, auch hier allein dieses Discovery Kit, ne, diese Qualität, das ist schon gut. Aber man muss halt wissen, dass es trotzdem eine Marke ist, ich sag mal, die in erster Linie vom Konzept lebt. Ne? Die Düfte sind jetzt nicht super neu, erfinden das Rad nicht neu, aber nichtsdestotrotz sind da ein paar Düfte bei, die klasse sind und ein paar, die furchtbar sind. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar schöne empfehlen können. Ihr habt jetzt ein bisschen Bock, mal den einen oder anderen Duft auszuprobieren. Ihr könnt natürlich auch die schlechten testen, also die meiner Meinung nach schlechten. Ne? Das ist ja immer sehr subjektiv, ich will jetzt nicht sagen, das ist alles Geschmack. Aber im Endeffekt haben wir jetzt mal Electimus abgehakt, ist doch auch gut, ne? Haben wir mal einen kleinen Ausflug nach Rom gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, obwohl wir kurzfristig auch mal unterbrochen wurden hier vom Baulärm. Wenn ihr ein paar der Düfte schon getestet habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt eure Favoriten rein. Sagt mir auch gerne, Bro, das waren jetzt irgendwie 40 Minuten voll von Arsch, weil die Marke interessiert mich gar nicht. Auch das ist gut. Auch gerne persönliches Lob, Kritik, alles in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video trotz allem Spaß gemacht hat, ne, wenn es irgendwie ein bisschen schön war für euch, wenn ihr jetzt hier mit mir gerne eine Runde im Streitwagen gefahren seid, dann gebt doch dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, ja, von mir aus macht noch die Glocke an, dann verpasst ihr auch nichts mehr, guckt, was sonst noch so auf dem Kanal los ist. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.